Die US-Regierung veröffentlicht vor kurzem UFO-Dateien und alle tun so, als wäre das normal. Okay. Nicht irgendein TikTok-Spinner, nicht irgendein YouTube-Kanal mit rotem Kreis in der Thumbnail. Eine Regierungsplattform. Pursue. Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Als hätten die Anti-Avengers-Einheit gegründet. Und jetzt erklär mir mal bitte einer, wenn das alles nur Ballons, Vögel, Drohnen oder irgendwelche Kamerafehler sind, wie ja manch einer behauptet, warum braucht man dafür plötzlich eine eigene Regierungsplattform? Warum veröffentlicht das AARO offizielle UFO-Videos? Warum gibt es über 2000 Fälle? Und warum klicken Menschen offensichtlich weltweit so krank auf dieses Thema, dass die offizielle UFO-Seite laut Department of War seit dem Start am 8. Mai 2026 über 1,7 Milliarden Hits bekommen haben soll. Das ist nicht mehr ein paar Verrückte interessieren sich für UFOs. Das ist, die Regierung macht eine UFO-Seite auf und die halbe Menschheit klickt da drauf, als wäre es ein DLC für die Realität. Und warum klingt das alles nicht mehr wie Aliens sind Quatsch, sondern eher wie, wir bereiten euch langsam darauf vor, dass ihr umsonst jahrelang ausgelacht worden seid, obwohl ihr gar nicht so verrückt wart. Es gibt wohl doch Jedis und Klingonen, ihr Huren. Ach, und für die, die es nicht wissen, das AARO heißt ausgeschrieben All Domain Anomaly Resolution Office. Auf Deutsch ungefähr Büro zur Aufklärung von Anomalien in allen Bereichen. Die untersuchen nicht nur UFOs am Himmel, sondern alles, was ungewöhnlich ist. Luft, Weltraum, Meer, Unterwasser und auch theoretisch übergreifende Sachen. Früher war UFO ein Witz. Ein Wort für Leute, die nachts in den Himmel starren und ihren Familien danach erklären, dass es mathematisch gar nicht möglich ist, dass wir alleine hier sind im Universum. Zu solch einem gehöre auch ich, aber ich darf nicht mehr UFO sagen. Ich muss jetzt UAP sagen. Das klingt seriöser. Klingt wie UFO mit Krawatte, Sicherheitsfreigabe und einem Anwalt im Rücken, der so beobachtet, ob wir alles korrekt formulieren oder nicht. Und genau das macht es so unheimlich. Denn die Regierung sagte nicht, Aliens sind echt. Natürlich nicht. Und so würde das niemals laufen. Sie sagen, wir prüfen, wir analysieren, wir veröffentlichen Akten und wir können manche Fälle nicht abschließend bestimmen. Das ist Bürokratiesprache für, da ist was auf dem Tisch, aber ihr bekommt erstmal so ein paar Krümmelchen, weil der Großteil der Bevölkerung behändig ist und wir trauen es euch nicht zu, dass ihr damit zurechtkommt. Und jetzt wird's noch komischer. Es bleibt nicht bei Akten, es geht um Videos. Ein Beispiel, PR018. Das AARO veröffentlicht ein offizielles Video. 10 Minuten und 30 Sekunden Infrarotmaterial von einer US-Militärplattform. Nicht vergessen. Und das AARO schreibt dazu, mit hoher Sicherheit handelt es sich hier um ein physisches Objekt. Nicht ein Licht, nicht ein Meme und auch nicht, dass dein Cousin gerade After Effects entdeckt hat, sondern ein greifbares physisches Objekt. Aber jetzt kommt der Beruhigungstee der Regierung. Jetzt kommt die Fentanylspritze. Das AARO sagt auch, Verhalten und Eigenschaften seien unauffällig und würden keine weitere Analyse rechtfertigen. Aha. Ach echt? Ist das so? Lass mich mal zusammenfassen. Ein unbekanntes Objekt, aufgenommen von einer Militärplattform, landet auf einer offiziellen UAP-Seite, aber ist angeblich so langweilig, dass man nicht weiter gucken muss. Wait a minute. Wen wollt ihr verarschen? Das ist wie, als würdest du nachts Geräusche im Keller hören, runtergehen, um nachzusehen und aus der Dunkelheit kommt so eine Hand raus und packt dich an den Eiern. Und später, wenn du dich bei der Hausverwaltung beschwert hast, keine Sorge, die Hand zeigt kein aggressives Verhalten, ignorieren sie das einfach. Und hier beginnt das eigentliche Problem. Ich weiß, unbekannt heißt nicht automatisch Alien. Das ist mir bewusst. Aber unbekannt heißt in diesem Fall auch, wenn sich ein Objekt auf menschlich unerklärliche Weise bewegt. Mit einer Technologie, die uns Menschen nicht bekannt ist, bedeutet das zumindest, dass es schwierig wird, es einfach totzuschweigen. Vor allem nicht, wenn Militär, Kongress, Whistleblower und Regierungsplattformen in einem Atemzug erwähnt werden und in denselben Akten auftauchen. Und wenn du jetzt denkst, okay, ein Video, Zufall, wahrscheinlich Zufall. Zufall, Bruder. Dann warte kurz. Es sind nicht ein paar Fälle. Es sind über 2000. Das AARO untersucht über 2000 dieser Fälle. Und sei dir gewiss, die verschwenden ihre Zeit nicht mit Fakes oder mit Videos, die alles sein könnten. Nein, sobald diese Videos als echt verifiziert werden und unerklärlich erscheinen, kümmert sich das AARO darum. Wir reden hier von über 2000 Fällen. Nicht irgendein Typ in Arizona, der 3 Bier zu viel getrunken hat und dann sagt, da ist ein Licht da oben.
Wir reden nicht über sowas. Wir reden über multiple Zeugenaussagen. Wir reden über Videomaterial, das nicht erklärt werden kann. Und dann über 2000 Fälle. Und die offizielle Botschaft lautet: Wir haben keine Beweise für außerirdische Technologie. Aber genau hier wird aus Mystery Politik. Weil es nicht mehr darum geht, ob irgendein Lichtpunkt am Himmel ein Alien-Taxi ist. Oder jemand aus der Sternenflotte. Es geht darum, warum ein Thema, das jahrzehntelang ausgelacht wurde, plötzlich in Regierungsakten, in Kongressanhörungen, Militärvideos und Whistleblower-Schutz landet. Warum? Denn sobald der Kongress Whistleblower schützen will, dann geht es nicht mehr um einfache Lichtpunkte am Himmel. Dann ist da was im Busch. Und jetzt kommt der nächste Newspunkt, der eigentlich viel härter ist als "ich habe da was im Himmel gesehen". Jetzt vor kurzem im April 2026 fordert die Taskforce von Anna Paulina Luna ganz konkrete UAP-Videos vom Department of War an. Nicht allgemein, habt ihr irgendwas, sondern eine Liste mit bestimmten Videos, mit Daten und Beschreibungen. Der Ausschuss schreibt, Whistleblower hätten gesagt, dass AARO besitzt zusätzliche Videoaufnahmen möglicher UAP-Sichtungen. Und im offiziellen Brief stehen dann Punkte wie 4 UAP-Formation Iran oder Syria UAP Acceleration, Cigar-Shaped oder Fat Spherical und viele weitere Videoanforderungen. Das ist kein Vertrau mir, Bruder. Das ist ein offizieller Brief an den Verteidigungsapparat mit einer Einkaufsliste für UFO-Videos. Nichts anderes ist das. Und wenn der Kongress Videos anfordert, die angeblich beim AARO liegen, dann ist das nicht mehr Lichtpunkt überm Ackerfeld. Dann ist das ein Aktenzeichen.